Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Törl in der Steiermark unterwegs und möchte dir die letzte ihrer Art zeigen. Und welche Geschichte dahinter steckt und warum sie die letzte Burg war, das erzähle ich dir in diesem Video. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Also, los geht's! Wir befinden uns im Gemeindegebiet von Törl, in der Nähe von der Stadt Kapfenberg. Die Ruine Schachenstein thront auf einem Felsen eines Ausläufers des Schöckelbergs, auf etwa 640 Meter Seehöhe. Schon auf den ersten Blick wird klar, der Standort war extrem strategisch. Von hier aus konnte man eine wichtige Engstelle der alten Straße, die von Einödgraben nach Mariazell führte, kontrollieren. Doch wer ließ diese Burg errichten? Die Geschichte ist eng mit einem mächtigen Kloster verbunden, dem Benediktinerstift St. Lamprecht. Dieses Stift war bereits seit dem Jahr 1103 durch die Schenkung des Herzogs von Kärnten in der Region um Aflenz begütet. Die treibende Kraft hinter dem Bau von Schachenstein war der damalige Abt des Stiftes, Johann II. Schachner von Lamprecht. Und ja, die Burg trägt bis heute seinen Namen. Interessant ist die Vorgeschichte. Abt Schachner hatte ursprünglich die Idee, eine Burg an einem ganz anderen Ort zu bauen, bei Sigmundsherberg, in der Nähe des Marktes Zell. Er erhielt dafür sogar die Genehmigung von Kaiser Friedrich II. Der Zweck war klar: ein Schloss auf St. Sigmundsherberg bei ihrem Marktzell gelegen, zu bauen, damit die Leute zum Zell dahin flüchten mögen. Doch aus diesem Plan wurde nichts. Stattdessen scheint die kaiserliche Baugenehmigung auf den Standort in Törl umgelegt worden zu sein. Eine explizite Erlaubnis für den Bau in Törl ist in den historischen Quellen so nicht zu finden. Wann genau wurde mit dem Bau in Törl begonnen? Ein Nachtrag im Totenbuch des Stifts St. Lamprecht aus dem 16. Jahrhundert liefert die entscheidende Information. Dort steht: im Jahr 1471 begann Abt Johannes Schachner mit der Bau der Burg Schachenstein. Der Bau schritt offenbar zügig voran. Ein wichtiges Indiz dafür ist, dass bereits im Jahr 1473 die erste Urkunde auf Schachenstein gesiegelt wurde. Das bedeutet, die Burg muss zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend bewohnbar und funktionsfähig gewesen sein.
Hinweise auf eine enge Verbindung zu den Habsburgern, insbesondere zum Kaiser Friedrich III. Oder Maximilian I. gibt es ebenfalls. Es wird vermutet, dass Abt Schachner dem Kaiser möglicherweise seiner Ernennung zum Abt verdankte und ihm deshalb nahestand oder verpflichtet war. Was war die Hauptfunktion von Schachenstein? Obwohl sie eine Befestung war, diente sie in erster Linie als befestigter, herrschaftlicher Wohnsitz für die Äbte von St. Lamprecht. Sie nutzten sie als Wohnsitz oder Sommerresidenz. Daneben diente sie der Sperrung der Mariazeller Straße, eine wichtige Aufgabe, um den Zugang zu kontrollieren. Sie schützte die Bevölkerung des wirtschaftlich bedeutenden Aflenstales und bot Zuflucht bei drohenden Türken und Ungarn-Einfällen. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg mehrmals verpfändet, aber das Stift Lamprecht konnte sie jedes Mal wieder zurückerwerben. Angesichts der zunehmenden Gefahr durch Türkeneinfälle begann der damalige Burgpfleger und Büchsenmacher Sebald I. von Bögel um das Jahr 1526 mit umfassenden Bauarbeiten zur Renovierung und Verstärkung der Befestigung. Er ließ auch einen Brunnen schlagen. Abt Valentin unterstützte ihn finanziell. Kleinere Erweiterungen fanden noch in dem Jahr 1630 und 1740 statt. Nach dem Tod von Abt Johann II. Schachner im Jahr 1478 wurde die Verwaltung der Burg, die sogenannte Burghut, von vom Stift St. Lamprecht bestellten Pflegern übernommen. Ihre Aufgaben waren die Verwaltung, nicht die Herrschaft über große Ländereien. Ihre Verfügungsgewalt beschränkte sich auf einen Meierhof und eine Getreidemühle. Einer der Pfleger, Jörg Hinterspuler, übte im 15. Jahrhundert sogar das Amt des Landesrichters für das Aflenstal aus. Einige bekannte Pfleger waren ab 1480 Jörg Hinterspuler, der auch Landesrichter war, um 1485 Sigmund Welzer, um 1505 Franzis Färber, ab 1514 Sebald von Bögel, der Pfleger auf Lebenszeit war und die bereits erwähnten Bauarbeiten durchführte, ab 1568 Clemens Meyer. Obwohl die Burg Schachenstein in einer turbulenten Zeit erbaut wurde und als Zuflucht und Sperrwerk konzipiert war, inmitten von Unruhen wie die Baumkirchner Fehde und die ständige Gefahr durch Türkeneinfälle, ist eine Sache bemerkenswert. Die Burg wurde nie einer Belagerung ausgesetzt. Das spricht für ihre Wirksamkeit ihres Standortes und ihre Befestigung als reine Abschreckung.
Wann genau der Verfall der Burg einsetzte, ist nicht exakt bekannt. Aber ein Stich von Georg Matthäus Vitscher aus dem Jahr 1681 zeigt die Feste bereits mit größeren Schäden an der Bausubstanz. Es scheint, als hätten die Dächer ab dieser Zeit nicht mehr instand gehalten werden können. Das Stift St. Lamprecht hatte zu dieser Zeit selbst mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, wohl auch bedingt durch große Bauprojekte an anderer Stelle. Es fehlten schlicht die Mittel, um eine nun auch militärisch veraltete Wehranlage wie Schachtenstein zu sanieren. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Burg ihre militärische und strategische Bedeutung endgültig verloren. Es ist wahrscheinlich, dass sie in dieser Zeit auch von ihren letzten Bewohnern verlassen wurde und langsam, aber sicher zur Ruine verfiel. Doch die Geschichte von Schachenstein ist keine Geschichte vom völligen Vergessen. In den 1950er Jahren begannen engagierte Mitglieder des Kameradschaftsbundes Törl mit den ersten Stabilisierungsmaßnahmen am noch vorhandenen Mauerbestand und den weiteren Verfall zu verhindern. Heute befindet sich die Ruine im Privatbesitz. Sie wird hauptsächlich für Festlichkeiten und Veranstaltungen genutzt, insbesondere von der lokalen Gruppe der Törler Landesknechtstruppe Schachtensteiner, die die Geschichte lebendig hält. Auch in jüngerer Zeit wurde immer wieder kleine Renovierungsarbeiten durchgeführt, um dieses historische Monument für die Nachwelt zu erhalten. Ja, das war das Video über die Burg Schachenstein, die letzte ihrer Art. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal und drückst vielleicht die Glocke, dann erfährst du, wenn neue Videos von mir online gehen.
Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Go Traveler. Also, ciao.